Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin am Wissenschaftskolleg treffen, um ein wenig über dich, über die Wissenschaft, über die Wissenschaftspolitik und das Max-Planck-Institut zu sprechen. Und Berlin ist ja auch ein großartiger Platz, um diese Fragen zu reden, denn euer Institut wurde ja vor 100 Jahren hier in Berlin gegründet als Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, damals dann assoziiert mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und später dann die Neugründung in Heidelberg. Du bist eine der beiden DirektorInnen des Instituts. Und lass uns doch eingangs ein wenig über die Rolle des Instituts und das Verhältnis des Instituts zur universitären Forschung sprechen. Wie siehst du heute die Rolle und Aufgabe des Max-Planck-Instituts in der deutschen Wissenschaftslandschaft? Ja, ich freue mich auch sehr, mit dir das Gespräch hier zu machen, insbesondere hier am WIKO. Das ist sehr schön. Max Planck hat offiziell, ist es subsidiär zu der Forschung, die an den Unis passiert. Also das ist das offizielle Leitprinzip der Max-Planck-Gesellschaft und auch für die Gründung der einzelnen Institute. Alle juristischen Institute haben deswegen auch eine Fächerkombination, die keine Hauptfächer zum Beispiel im juristischen Studium sind. Haben auch alle was mit internationalen Bezügen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass das offizielle Mandat der Max-Planck-Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg Grundlagenforschung im Gegensatz zur anwendungsorientierten Forschung ist. Und ich würde sagen, dass an den Universitäten, an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten wird schon sehr viel anwendungsorientierte Forschung, wenn überhaupt Forschung gemacht. Also die Studierenden werden trainiert eigentlich für die Praxis mit Falllösungen. Ja, aber das ist immer die Lehre. Also die Forschung, da würde ich doch eigentlich gleich gern nachhaken, denn dann fällt einem sofort ein, Hermann Mosler und die praxisorientierte Ausrichtung des Max-Planck-Institutes. Gerade das völkerrechtliche Max-Planck-Institut hat ja lange Zeit, jedenfalls auch als Identifikationsfaktor, so ein enges Wirken in die Praxis gehabt. Vielleicht viel enger, als es die universitären Völkerrechtsinstitute können. Wie siehst du das? Ja, da hast du natürlich recht. Und das, was ich jetzt eben gesagt habe, ist auch mehr so die offizielle Doktrin. Und im Zuge der Erforschung unserer 100-jährigen Geschichte hat sogar eine Historikerin vorgetragen, dass dieser Fokus, der offizielle Fokus auf Grundlagenforschung, eigentlich auch ein Trick war, um die Alliierten zu besänftigen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass klargemacht wurde, in Deutschland spielt keine wirklich gefährliche anwendungsorientierte Rüstungsforschung oder sowas statt. Auch das, was industriell interessant ist, das würde nicht in Deutschland gemacht werden, sondern eben gerade anderswo in den USA zum Beispiel. Und deswegen ist das mit dieser Grundlagenorientierung vielleicht gar nicht so zutreffend. Und es stimmt, für das Max-Planck-Institut in Heidelberg war immer das Markenzeichen, dass es sehr eng mit dem Auswärtigen Amt zusammengearbeitet hat. Die Bibliothekskatalogisierung entspricht sogar der Referatsunterteilung im Auswärtigen Amt. Ja, ist auch eine interessante Beobachtung. Also vieles, was hergebracht auch aus der Gründungsphase kommt, hält auch weiter an. Was für Neuerungen hast du gebracht, als du 2013 ans Max-Planck-Institut gekommen bist? Natürlich relative Neuerungen, ne? Also ich bin explizit angetreten, das habe ich auch gesagt in meiner sozusagen kleinen Antrittsvorstellung am Institut, dass ich das Institut weiter globalisieren will. Ich hatte sogar auch in meinem sozusagen Berufungsvortrag meinem Vortrag den Untertitel gegeben, wieder den epistemischen Nationalismus. Dass ich also nicht wollte, dass es deutsche Völkerrechtswissenschaft gibt am Institut und da betrieben wird. Und ich habe auch ganz ausdrücklich Postdocs international rekrutiert. Natürlich gab es auch vorher Mitarbeiter aus dem Ausland. Die waren aber oft letztlich angestellt, um zum Beispiel für englische Sprachkorrektur, also englische Muttersprachler oder für speziell interessante Länder, um das betreuen zu können. Richtig Postdocs, die auch anstreben, in ihrem Land nach der Phase am Max-Planck-Institut eine Professur in ihrem Land zu gewinnen, das habe ich, glaube ich, neu gemacht.
Aber du sagst es schon, diese Postdocs streben dann im Grunde an, in ihrem Land wieder eine Professur zu erlangen. Die Integration von Postdocs aus dem Ausland ins deutsche Wissenschaftssystem stellt sich aus meiner Erfahrung immer als sehr, sehr schwierig dar. Siehst du das als Manko? Also ich meine, irgendwo endet dann ja der epistemische Internationalismus, nämlich im Moment, wo die Leute dann zum Professor berufen werden sollen oder zur Professorin. Ja, aber Sie haben natürlich in den 6 Jahren, die Sie bei uns am Institut verbracht haben, ganz viel gelernt und auch ganz viel mitgebracht aus Ihren Ländern. Dass das deutsche juristische System, also die Stellen für Profs an den Unis, dass das ein absoluter Closed Shop ist, das ist natürlich ein Problem. Und das muss man den Kandidaten, den jungen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen auch direkt sagen. Und wir müssen auch Anstrengungen unternehmen, um die dann vermittelbar in ihrem Land zu machen. Das heißt, ich gebe denen ausreichend Freiraum, dass sie zum Beispiel auch dann Vorlesungen in Italien oder Frankreich machen können, Kontakt zu ihren früheren Unis halten können. Denn wenn sie zu lange aus dem System raus sind, dann kommen sie manchmal nicht wieder rein. Also das ist eine Schwierigkeit. Vielleicht noch einen Blick aufs Max-Planck-Institut, bevor wir uns langsam davon etwas mehr entfernen. Wie denkst du, hat denn deine Tätigkeit am Institut dich geprägt? Oh. Ja, ich bin jetzt seit 2013 da, also es sind jetzt schon 12 Jahre und ich habe mit Sicherheit schon eine ganz schöne Deformation professionell abbekommen. Man neigt dann dazu, Heidelberg als den Nabel der Völkerrechtswissenschaft zu sehen. Und läuft Gefahr wahrscheinlich, dass man nicht mehr so richtig verfolgt, was anderswo läuft. Aber das ist natürlich arrogant und engstirnig letztlich. Ne? Wir haben das Privileg, oder ich habe das Privileg jetzt, dass ich schon mehr Zeit mich mit Völkerrecht befassen kann, dass es einfach es gibt eine kritische Masse an Personen, die sich mit Völkerrecht beschäftigen, auch mit einzelnen Spezialfragen. Wir haben die regelmäßigen Diskussionsformate, Monday Meeting, Tuesday Meeting, sodass ich im Vergleich zu meiner Zeit als Professorin vorher an der Uni Basel, kann ich viel, viel mehr Zeit aufs Völkerrecht, auf Befassung mit dem Völkerrecht aufwenden und dadurch dringe ich tiefer ein. Und ja, ob das jetzt eine Prägung ist, ist auf jeden Fall ein Privileg, sagen wir mal so. Ja, also dass eine solche Möglichkeit, sich in der Forschung so stark zu fokussieren und auch so einen breiten Input zu haben, ist sicherlich ein großer Gewinn, der von diesen Max-Planck-Instituten ausgeht, den man an den Universitäten vielleicht noch über Drittmittelprojekte heute herstellen kann, heute vielleicht auch besser als vor 30, 40 Jahren. Ich denke, du hast ganz viel Zeit für Forschung. Ja, aber man muss Aufgrund eben immer von sehr guter Drittmittelakquise. Ja, man muss aber eben immer ad hoc und es fehlt die Nachhaltigkeit. Nicht? Der große Vorteil eines solchen Institutes ist, glaube ich, wirklich die Nachhaltigkeit, mit der diese Projekte dann betrieben werden können und über noch längere Zeiträume. Wenn wir uns deine Rolle angucken, du bist 2013 als Direktorin ans Max-Planck-Institut gekommen und bist damit tatsächlich in den 100 Jahren Institutsgeschichte die erste Frau, die nach 90 Jahren erstmals berufen wurde. Es hat also fast einen sehr, sehr langen Zeitraum gebraucht. Und mit diesem Befund steht ja auch das Max-Planck-Institut nicht allein da. Du warst auch die erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für internationales Recht, das auch erst 2019 in der Staatsrechtslehrervereinigung lag die Frauenquote nach den Zahlen, die man so hat, 2022 bei 14%. Also trotz vieler Bemühungen zur Gleichstellung von Frauen auch in der Wissenschaft ist der Befund ja doch eher immer noch nüchtern und schwierig. Und es bleibt ja auch die Frage, ob das überhaupt aufrechterhalten werden kann, auch in den nächsten Jahren. Vor dem Hintergrund deiner eigenen Erfahrungen, deines Karriereweges, würde ich dich deswegen gerne fragen, was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür, dass der Anteil von Frauen auch gerade in der Rechtswissenschaft und vielleicht auch gerade noch mal im öffentlichen Recht so ausgesprochen schlecht ist? Ja, ich denke da sehr viel drüber nach und es gibt keine einfache Antwort, sondern es gibt mit Sicherheit ein ganzes Bündel von Gründen, also das ist multifaktoriell und die Gründe sind einerseits strukturell, Rechtswissenschaft ist ein inhärent konservatives Fach. In den Fächern, wo es wirklich um Geld und Macht geht, zum Beispiel Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, da sind dann die Männer vertreten, Frauen machen Familienrecht.
Und die Verweiblichung des Völkerrechts deutet auch darauf hin, dass das Recht nicht so richtig ernst genommen wird, meiner Meinung nach. In der Schweiz sind zum Beispiel relativ viele Völkerrechtslehrstühle mit Frauen besetzt. Als ich ans Max-Planck-Institut gekommen bin, da hatte ich meine Mitarbeiter aus Basel gesagt, sie können mitkommen, wenn sie wollen. Und als ich dann in Heidelberg aufschlug, da war das mit einem völlig weiblichen Team. Das war aber, ich hatte mir gar keine Gedanken darüber gemacht, war irgendwie Zufall. Und ich wurde dann direkt gefragt, ist das eine Programmatik oder was wollen Sie hiermit sagen? Also Deutschland ist dann schon noch mal etwas altmodischer in der Hinsicht gewesen als die Schweiz, würde ich sagen. Und jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt 12 Jahre im Geschäft und das ist schon noch mal ein Hochleistungsunternehmen. Also das ist kompetitiv, das ist stressig und ich habe allerdings sehr, sehr gute Absolventen, ich habe sehr gute Bewerber und Bewerberinnen, aber in diesem Umfeld habe ich das Gefühl, dass Frauen sich teilweise selbst ein bisschen im Weg stehen. Man muss, das kann man natürlich hinterfragen, diesen Tunnelblick entwickeln, dass man wirklich sehr, sehr zielorientiert und sich nicht so irritieren lässt. Und da sind, jetzt ganz vereinfacht gesprochen und rein nach meiner Lebenserfahrung, ist natürlich nicht statistisch irgendwie belegt, habe ich das Gefühl, dass sich Frauen da öfter selber im Weg stehen und mehr dann auch so nach links und rechts blicken und dann eben nicht so fokussiert sind. Aber natürlich gibt es auch ganz knallharte biologische Faktoren und gerade in der Wissenschaft ist die Zeit, in der man den maximalen Output bringen muss, Doktorarbeit unter Biel, das ist die Zeit, wo die biologische Uhr tickt und wenn man Familie gründen will, dann muss man das dann machen. Natürlich wird letztlich, das sage ich auch immer allen jüngeren Forscherinnen oder Wissenschaftlerinnen oder mal Mentees, dass es fürs Kinderkriegen nie ein guter Zeitpunkt ist. Je früher, desto besser, sage ich eigentlich, weil nachher wird es immer stressiger. Aber diese Phase, diese psychologische Unsicherheit, wenn man sitzt an einer großen Arbeit, die man noch nie gemacht hat, man weiß nicht, ob man sowas überhaupt hinkriegt und man hat keine Stelle, also keine feste Stelle. In dieser Phase dann zusätzlich noch Kinder, das ist eine super Belastung. Und deswegen ist das schon dieser Aufbau des Wissenschaftssystems für Frauen ein Problem. Das ist natürlich jetzt nicht neu, was ich sage. Deswegen wird auch oft gefordert, unter dem Gesichtspunkt, dass man die Habil abschaffen soll, weil das eben dieser eine riesige Brocken ist. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, ob das so einen großen Unterschied macht zu 5 peer-reviewed Aufsätze und so weiter. Es ist trotzdem bleibt die Belastung. Ich finde, dass die Situation jetzt wirklich sehr ambivalent ist. Einerseits suchen alle Fakultäten, alle Arbeitgeber suchen immer qualifizierte Frauen und sind froh, wenn sie eine sehr gute Frau für eine Stelle finden können. Das heißt, manchmal sieht es so aus, als ob man als Frau auch Vorteile hat, an bestimmte Posten oder an bestimmte Aufträge zu kommen. Und das sage ich mir jedenfalls auch oft. Ach ja, gut, Sie haben wieder eine Frau gesucht, natürlich auch für sämtliche Gremien etc. etc. Ne? Du kennst das mit Sicherheit auch. Ne? Wir werden oft gefragt. Andererseits, wenn es so richtig interessant wird, dann werden wir aber dann auch oft nicht gefragt. Aber das kann man wiederum auch nicht laut sagen, weil ja gut, da sind wir... Ja gut, ich bin halt dann nicht gerade, passt halt gerade nicht oder ich bin nicht qualifiziert genug. Also es ist sehr, sehr, sehr subtil und deswegen finde ich es auch schwer greifbar. Ja, ich glaube auch, dass da strukturelle und individuelle Faktoren zusammentreffen. Also das strukturelle Moment, dass die Qualifikationsphase auch in die Familiengründungsphase fällt, das zeigen ja auch Papiere vom Wissenschaftsrat zum Beispiel. Deshalb auch die Forderung nach unbefristeten Stellen, um wenigstens eine soziale Absicherung zu geben. Aber das sind ja alles Maßnahmen, die letzten Endes in unserem Fach auch nicht umgesetzt werden. Ja, aber auch die Sache mit den unbefristeten Stellen. Ich meine, wir sehen das ja im Wissenschaftssystem, zum Beispiel in England und so. Da hat man dann so ein Proletariat von Readern und so weiter, die auch nicht weiterkommen und keinen wirklichen Spaß haben. Und wenn man so viel unbefristete Stellen macht, dann verstopft man ja wiederum auch den Karriereweg für die anderen. Es ist jetzt ja insgesamt sehr viel Unsicherheit und die jüngeren Forscher oder überhaupt jüngere Leute wahrscheinlich haben einfach sehr viel Angst um die soziale Absicherung und fordern immer feste Stellen. Und ich glaube, das hängt vielleicht sogar mehr noch
als mit der realen Jobsituation damit zusammen, dass die Makrosituation so unsicher ist. Man hat Angst vor globaler Erwärmung, man hat Angst vor Krieg und alles. Es ist nicht mehr dieser Fortschrittsglaube, als wir, oder du bist jünger als ich, aber das war einfach so, es ging eigentlich tendenziell immer aufwärts und wurde immer besser. Und deswegen war man grundsätzlich optimistisch. Ich sage meinen MitarbeiterInnen, ich hatte 2 Kinder und einen Mann als Philosoph. Ich hatte 3, und ich hatte keine Dauerstelle. Ich hatte aber, habe mir wirklich keine Sorgen darüber gemacht. Zumal als Juristin, weil man als Jurist immer eine gute Stelle kriegen kann. Wenn Wissenschaft nicht geklappt hätte, hätte irgendwas anderes geklappt, was auch interessant ist. Deswegen hatte ich absolut keinerlei Hemmungen, Kinder zu kriegen und alles Mögliche zu machen, ohne jetzt dran zu denken, oh Gott, ich will eine Dauerstelle haben. Aber das ist jetzt nicht, weil ich besonders risikofreudig bin. Ja, ich bin jetzt auch nicht gerade ängstlich, aber bin jetzt nicht super risikofreudig, sondern das war völlig normal. Und das ist jetzt nicht mehr normal. Ja, wie du sagst, die Kontextbedingungen haben sich natürlich auch erheblich verändert. Ich glaube, zugleich sehen wir auch, dass eben, was du gesagt hast, es gibt bestimmte biologische Faktoren, die Frauen auch weiter ins Hintertreffen stellen. Es gibt ja Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel hohe Stimmen als weniger kompetent wahrgenommen werden. Ja, da kommt man natürlich an Grenzen dessen, was dann auch die Qualifikation wir suchen eine sehr gute Frau ausmacht. Also da kann ich dir so viele Geschichten erzählen. Also ich habe Glück, meine Stimme ist nicht so hoch, deine glaube ich auch nicht. Aber zum Beispiel so in Sitzungen, dass sich dann die Herren beschweren, ja, sie spricht wieder so laut oder sie spricht zu leise. Ja, das ist, und ich merke das auch an mir selber, so eine sonore Bassstimme, das hat eine ganz andere Autorität und ist angenehm und so. Deswegen gibt es ja auch Stimmbildungstraining und ich weiß nicht, wie viel das bringt. Also ich habe sowas nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber ja, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber eine, die auch was ausmacht. Ja, vielleicht dann doch noch, bevor wir diesen Komplex abschließen, die Frage danach, welche Fördermaßnahmen hältst du denn für sinnvoll? Du hast ja schon von solchen individuellen Trainingsmaßnahmen gesprochen. Kommen dir dann noch andere Maßnahmen zur gezielten Förderung von Frauen in den Sinn? Also ich bin eigentlich ein großer Fan von Mentoring-Programmen und habe immer als Mentorin mich zur Verfügung gestellt. Ich habe auch an der Uni Basel auch ein Mentoring-Programm mitgegründet, überfakultär. Und wenn ich angefragt werde von anderen Unis und so weiter, mache ich das praktisch immer. Und ich habe das Gefühl, dass das was nützt. Und ich bin meist auch mit den Mentees danach noch in Kontakt. Dann fragen sie mich auch nach Ablauf dieser formalen Zeit noch was. Und ich ermuntere auch meine Doktorandinnen oder Postdocs dann jeweils für Studierende zum Beispiel als Mentorin, sich zur Verfügung zu stellen. Ich habe sogar mal über Frauenquoten gearbeitet und habe dazu sogar ein Buch geschrieben und war, als ich das geschrieben habe, sehr skeptisch gegenüber Quoten. Das Buch ist, glaube ich, 1995, 97 erschienen vielleicht. Und da war die Diskussion in Deutschland gerade recht groß in Bezug auf Beamtenstellen. Und ich fand, dass die Gegenargumente überwiegen, nicht zuletzt, dass einem das immer vorgehalten wird und dann psychologisch einen auch unterminiert, dass man sich immer sagen muss, ja, ich habe die Stelle gekriegt, weil ja da ein Slot gefüllt werden musste. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt darüber hinweg bin, vielleicht bin ich souveräner geworden. Es war aber so, als ich die Stelle in Basel gekriegt habe, da hat mir tatsächlich ein Kollege später gesagt, ja, wenn Sie Herr Peters gehießen hätten, hätten Sie die Stelle nicht gekriegt. Aber das ist doch auch ein typisches Stereotyp. Ja, obwohl möchte ich jetzt aber noch sagen, es gab keine Quote in der Schweiz damals, da gab es sowas überhaupt nicht. Ja, aber trotzdem war das natürlich eine Erwägung. Und mir hat auch in Bezug auf meine Berufung nach Heidelberg, da hat mir auch Jahre später ein Mitglied der Berufungskommission, relativ prominentes Mitglied, nachher gesagt, that was the most sexist procedure I ever saw. Was da im Einzelnen gesagt wurde, jedenfalls hat er dann geklappt mit allen möglichen Schwierigkeiten, aber jedenfalls, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, halte ich jetzt so Quoten oder zumindest Zielvorgaben für eigentlich auch eine gute Maßnahme. Und die Tatsache, dass man dann wegen der Eigenschaft als Frau eine Stelle bekommt,
die ist gar nicht so besonders, weil sie auch in anderen Konstellationen sachfremde oder sachfernere Gründe eine Rolle spielen. Und es gibt so einen Spruch, ich glaube, von Ute Saxowski habe ich den, dass Gleichberechtigung erst dann erreicht ist, wenn auch unfähige Frauen berufen werden. Ja, ich glaube, man muss es auch einfach wegdrücken, diese Anwürfe, die ja auch sehr viele unterschiedliche Gründe haben können. Diese Erzählungen und Narrative. Halt souverän genug sein. Eben, man muss da souverän genug sein. Wenden wir uns mal einem anderen Thema zu, das jetzt sehr viel mehr in den Herausforderungen gegründet ist, die wir im Moment im Wissenschaftssystem, aber auch im weiteren politischen System im Hinblick auf das Recht erleben. Wir haben ja seit einigen Jahren Entwicklungen, die die Wissenschaftsfreiheit als erheblich unter Druck erscheinen lassen. Das gilt nicht nur für autokratische Staaten, das gilt für Staaten wie Ungarn und seit Januar diesen Jahres mit der Trump-Administration in ganz besonderem Maße ja auch für die USA. Wir sehen dort, wie Forschungsmittel für Forschungseinrichtungen, für Universitäten zusammengestrichen werden. Wir sehen, dass bestimmte Begrifflichkeiten wie Diversity, Transgender oder Covid nicht mehr in Forschungsanträgen erscheinen dürfen. Wir haben gegen Harvard sind gerade massive Maßnahmen eingeleitet worden. Aber wir sehen auch in Deutschland eine AfD-Vorsitzende, die eben auf dem Parteitag sagt, wir schließen alle Gender Studies und schmeißen die Professoren raus. Also auch in Deutschland sind auch die Wissenschaftsinstitutionen mittlerweile alarmiert. Wie stellt sich diese Entwicklung aus deiner persönlichen Erfahrung dar und wie stellt sie sich auch aus der Perspektive eines Max-Planck-Institutes dar? Das Thema Wissenschaftsfreiheit wird auf Ebene der Max-Planck-Gesellschaft und auch auf Ebene der Sektionen und bei uns am Institut schon immer, auch vor diesen extremen Entwicklungen jetzt, sehr stark beobachtet und die Max-Planck-Gesellschaft versucht auch da an dem Diskurs mitzuwirken zur Stärkung und Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit. Und ich habe da auch einige Hintergrundpapiere schon zur Wissenschaftsfreiheit für den Max-Planck-Präsidenten daran mitgewirkt. Von daher finde ich, engagiert sich die Max-Planck-Gesellschaft da eigentlich gut und von Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit innerhalb der MPG, da sehe ich nichts. Es ist im Zuge des Konflikts zwischen Israel und der Hamas, also Gaza, da sind jetzt sehr starke Diskussionen in der MPG auch aufgekommen, was natürlich auch gut ist. Es war so, dass an einem Institut, kein juristisches Institut, sondern ein ethnologisches Institut. Da hat ein Gastforscher, der aber vertraglich bei der MPG angestellt war, der hatte nach dem 7. Oktober 2023 so ekelerregende Posts und Gedichte verfasst, in der da mit der Hamas triumphiert hat. Und daraufhin wurde ihm gekündigt von der Max-Planck-Gesellschaft. Und das hat dann sowohl eine interne Diskussion ausgelöst, und auch einen arbeitsgerichtlichen Rechtsstreit, den hat aber der Gastforscher verloren dann letztlich vor dem Arbeitsgericht und das ist dann, glaube ich, auch nicht weitergegangen. Aber innerhalb unserer Gesellschaft wurde das sehr stark und wird auch noch weiter bearbeitet. Wir haben zum Beispiel ein Symposium zur Wissenschaftsfreiheit veranstaltet, wo die verschiedenen Aspekte zu Wort gekommen sind, die Verantwortung der Wissenschaftler, die Verantwortung der Max-Planck-Gesellschaft als besonders starke Wissenschaftsinstitution. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich verfolge das. Ich persönlich fühle mich in meiner Wissenschaftsfreiheit noch an keiner Stelle beeinträchtigt. Ich war jetzt zum Beispiel 2 Wochen in China. Das war ganz interessant, da das zu erleben, wie das da läuft. Ne? Also da haben die zum Beispiel, ich habe 5 verschiedene Vorträge zu 5 verschiedenen Themen gehalten und ich musste immer vorher ein kleines Abstract auch abgeben, was ja auch normal ist, womit die den Vortrag dann angekündigt haben im Internet. Und ich habe dann einen Vortrag zum Sicherheitsrat, da kam in meinem Abstract vor russische Aggression, Russian Aggression. Und dann haben die offenbar in dem Abstract es dann wegzensiert, weil in China nicht erlaubt ist, von russischer Aggression zu sprechen, sondern es muss heißen Russian-Ukrainian Conflict. Aber die Veranstalter, die mich eingeladen haben, haben mir das auch nicht gesagt.
Das hat mir aber eine Studentin hat mir das gesagt. Ne? So wie mir die Studenten auch alles mögliche andere gesagt haben, was mir dann nicht mitgeteilt wurde. Es war jetzt ja nur ein Abstract und keine Publikation von mir, aber das fand ich schon heiß eigentlich, dass sie das weggestrichen haben, ohne mir zu sagen. Ne? Du hast oder beschrieben, dass du dich selbst in deiner Wissenschaftsfreiheit nicht eingeschränkt siehst. Die Einschätzung würde ich teilen, obwohl ich auch die Beobachtung mache, je mehr man sich zu bestimmten Konflikten im Nahen Osten öffentlich äußert, je mehr Hate-Mails bekommt man eben auch auf persönlicher Ebene. Und mir scheint doch, dass der Umgang mit dem Nahostkonflikt, insbesondere eben mit dem Gaza-Krieg in Deutschland, im Ausland, sehr, sehr kritisch wahrgenommen wird und der Eindruck besteht, dass die Wissenschaftsfreiheit bei uns eingeschränkt ist im Moment. Das betrifft diesen Fall aus der Max-Planck-Gesellschaft. Das betrifft ja auch eine ganze Reihe anderer Absagen von wissenschaftlichen Veranstaltungen von israelkritischen Wissenschaftlern. Na gut, du hast dich ja auch dazu geäußert in der Frankfurter Allgemeinen zu der Episode an der FU, aber ich kenne die Fakten, wie das genau gelaufen ist, jetzt nicht so exakt. Also man muss auf jeden Fall wachsam sein und da muss man auch gegenhalten und das hast du ja zum Beispiel auch gemacht, aber ich würde jetzt auch das nicht übertreiben. Im Vergleich zu dem, zum Beispiel, was in China ist es also komplett Peanuts, was wir hier haben, ja. Und wenn man die Sachen von innen dann ein bisschen besser kennt, mehr die Fakten kennt, also zum Beispiel zu der Sache mit dem Max-Planck-Institut, mit diesem Wissenschaftler, den ich eben erwähnt habe, dann ist es alles viel komplexer und viel besser nachvollziehbar. Also ich kann da wirklich keine Zensur oder sowas dran erkennen, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, vielleicht hat das mit unserer Rechtswissenschaft zu tun, dass wir da das noch nicht so bemerken, aber es gibt ja schon auch im Moment sehr viel Besorgnis um Forschungsinfrastruktur, weil in den USA Datenbanken geschlossen werden, weil die Befürchtung besteht, dass Ausländer keinen Zugriff mehr auf diese Datenbanken bekommen oder weil Befürchtung besteht, dass die Software dann eben nicht mehr lizenziert wird für Ausländer und damit eben auch wirklich ganze Forschungszweige bis hin eben zur Klimaforschung darunter sehr leiden werden. Muss Wissenschaft hier noch proaktiver vorgehen? Also es geht ja nicht mal jetzt nur darum, dass Wissenschaft sozusagen in Deutschland unter Druck gerät, sondern dass die internationalen Entwicklungen eben auch die deutsche Wissenschaft gefährden und dass insofern noch mehr resiliente Strukturen ausgearbeitet werden müssen. Ja, wer soll die ausarbeiten? Also nicht du und ich alleine, sondern in Zusammenarbeit mit, aber ich wüsste jetzt nicht, auf welcher Ebene das am besten gemacht wird. Also ich würde sagen, die verschiedenen deutschen Wissenschaftsinstitutionen, Universitäten, Leibniz, Helmholtz, Max Planck, die arbeiten ja wahrscheinlich schon auch da zusammen daran. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit hängt ja auch zusammen dann mit der Frage, wie sich Wissenschaft nach außen präsentiert und wie Wissenschaft sich in die Gesellschaft einbringt, wie Wissenschaftstransfer erfolgt. Da kommen wir jetzt so ein bisschen wieder zu unserer Ausgangsdiskussion zurück. Die Frage, dass das Max-Planck-Institut ja auch in besonderer Weise sich immer als praxisorientiert verstanden hat, in der Unterstützung auch des Auswärtigen Amtes ja auch gegründet worden ist, mal in den 20er Jahren, als es um Locarno ging und Völkerbund und Versailler Vertrag. Auch du hast dich in der Völkerrechtspraxis engagiert, du bist Mitglied des Ständigen Schiedsgerichtshofs, du bist im Völkerrechtswissenschaftlichen Beirat des Auswärtigen Amtes, du hast die Bundesrepublik in einem Verfahren in Nicaragua angestrengt vor dem IGH vertreten. Also du hast da auch sehr viel Erfahrung gesammelt, bist aber zugleich auch vielleicht eine der ausgewiesensten Vertreterinnen einer theoretischen Herangehensweise ans Völkerrecht hier in Deutschland. Und insofern bist du da ja auch ein bisschen zwischen beiden Polen ein wenig. Wie siehst du das Verhältnis von rechtswissenschaftlicher Theorie und Praxis? Welche Interessenkonflikte können für Wissenschaftler entstehen, wenn sie eben auch in der Praxis als Akteure dann ja letzten Endes auch, also nicht mehr Beobachter der zweiten Reihe, sondern Akteure der ersten Reihe werden? Welche Interessenkonflikte können da entstehen? Ja, vielleicht mal erstmal zu der ersten Frage, Verhältnis von Wissenschaft und Praxis oder von Theorie und Praxis, wie du gesagt hast.
Ich hatte mal im German Yearbook of International Law so eine Serie zusammengestellt und über verschiedene völkerrechtswissenschaftliche Ansätze und hatte das eingeleitet mit dem Zitat, was sehr oft Kant zugeschrieben wird, aber vielleicht von Boltzmann stammt: Nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Also ich finde schon, dass Theorie im weitesten Sinne oder nur in Anführungsstrichen, so ein bisschen Metareflexion über das, wie dann die Rechtsanwendung und Auslegung funktioniert, dass das einfach dann auch die Rechtspraxis oder Rechtsanwendung besser macht, wenn man sich da auch ein paar weitergehende Gedanken oder tiefergehende Gedanken dazu macht. Und das aber umgekehrt nur spekulieren sozusagen auf der Metaebene ohne Kenntnis der tatsächlichen Probleme, wo wirklich die rechtsrelevanten Fragen liegen. Das wird einem eigentlich erst durch die echten Fälle aus der Welt dann klar, dass das ganz wichtig ist, um auch gute wissenschaftliche Grundlagenforschung zu informieren. Deswegen gehört für mich auf jeden Fall beides zusammen und die Praxis ist auch oft so eine Art Reality-Check im Sinne von nicht nur die relevanten Fakten, sondern auch, welche Konzepte können überhaupt funktionieren und wie sind überhaupt wirklich die Interessenlagen. Und deswegen versuche ich eigentlich so ein bisschen beides zu bedienen und auf so einer mittleren Ebene sozusagen mich zu bewegen. Und zur Frage der Konflikte, die daraus entstehen können, also einerseits ganz banal natürlich, wenn man in einem laufenden Verfahren ist, dann kann man darüber nicht Vortragseinladungen annehmen oder darüber veröffentlichen. Das ist dir sicherlich auch schon so passiert, dass du dann deswegen Einladungen abgelehnt hast und dich nicht äußerst. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Ich habe einmal für die Deutsche Gesellschaft für internationales Recht, für meinen Vortrag, damals hieß sie noch Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht. Da war das mir aufgegebene Thema die Rollen von Rechtswissenschaftlern und Rechtspraktikern. Und da habe ich Interviews gemacht für die Vorbereitung meines Vortrags, bestimmt mit 30 Leuten, die Professoren waren, aber gleichzeitig auch hochrangig in der Praxis, also Richter am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, Internationalen Gerichtshof, Bundesverfassungsgericht und so. Hatte ich also 30 Personen, hauptsächlich Männer natürlich. Und habe die alle mögliche Sachen gefragt und das für mich Überraschendste, weil ich mir das vorher, naiv wie ich war, überhaupt nicht klar gemacht habe, war, dass sie alle sich große Sorgen darüber gemacht haben, über das Problem, dass sie entweder gar nicht zu einem Posten gewählt werden oder dass sie challenged werden, also für befangen erklärt werden, aufgrund von Publikationen, die sie als Wissenschaftlerin gemacht haben, teilweise jahrelang zurück. Und das beschäftigte die alle wahnsinnig, weil offenbar, wenn man in irgendeinem Verfahren, sagen wir, als Schiedsrichter ernannt wird, dann sucht die Gegenpartei in allen Veröffentlichungen, ob du irgendwas Kompromittierendes gesagt hast, um dir dann Widerspruch nachzuweisen oder sowas. Und das führt dann eben dazu, jemand, der weiter und strategischer denkt als ich zum Beispiel, dass man dann überhaupt keine kontroversen Sachen mehr schreibt, sondern nur langweiliges Zeug oder neutrales Zeug, um überhaupt noch wählbar zu sein. Und das finde ich, das ist schon eine wahnsinnige Selbstzensur, aber das ist natürlich die eigene Wahl. Ob man denkt, dass man 20 Jahre lang Langweiler ist, damit man vielleicht irgendwann mal als Richter oder Richterin gewählt wird. Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die wir vielleicht gerade auch bei der Wahl zum Bundesverfassungsgericht sehen, die ja dieser Tage stattfindet, während wir hier sitzen und in der Kandidatin ja auch ihre Schriften eben jetzt vorgehalten werden und zum Kulturkampf stilisiert. Wir haben jetzt über die Frage von Wissenschaft und Praxis gesprochen. Diese Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaft und Praxis kann man ja auch aus einer etwas anderen Perspektive stellen, eben aus der Perspektive von Scholarly Activism. Ich glaube, ich tue dir nicht Unrecht, wenn ich sage, dass du auch eine prominente Vertreterin dieses Ansatzes bist. Du bist sehr aktiv im Hinblick auf globale Tierrechte. Du hast schon eine Reihe von auch politisch intendierten Deklarationen mit auf den Weg gebracht. Zugleich geschieht das ja alles im Moment in einem Umfeld, das sich stetig wandelt und gerade auch mit dem Erstarken der Trump-Administration und von
extremen Kräften in der Politik eine Debatte befördert, die sagt oder die der Wissenschaft ihre Objektivität absprechen will, die der Wissenschaft ihre Wissenschaftlichkeit absprechen will und sich eben gerade den Vorwurf macht, Wissenschaft würde für bestimmte politische Zwecke instrumentalisiert. Das trifft ja auch besonders die Forschung zum Klimawandel. Vor diesem sich auch wandelnden politischen Kontext, wie bewertest du Scholarly Activism? Ja, Scholarly Activism ist ja teilweise schon fast als Schimpfwort benutzt, Schol Activism als Schimpfwort. Die Erklärung, die du meintest, war wahrscheinlich diese Meat Governance Erklärung mit André Neukemper, Saskia Stucki und Cesare Romano als ein Output einer Konferenz über Global Meat Governance, die wir am Institut veranstaltet haben. Meine Antwort wäre, dass letztlich natürlich unsere Befassung mit dem Recht auch normativ vorgeprägt ist und unweigerlich gewisse normative Prämissen natürlich hat, die aber im Normalfall einfach nicht offengelegt werden, sondern wenn jetzt gesagt wird, hier Anne betreibt Scholarly Activism, wohingegen Heike sich völlig wissenschaftlich verhält, dann ist das ja eigentlich nur eine Verdeckung des Standpunkts, von dem aus jeder unweigerlich argumentiert. Und diejenigen, die behaupten, dass sie nicht auch politisch unterwegs sind, nicht auch politisch, die verkaufen so eine Scheinneutralität als unpolitisch. Das würde ich mal vorausschicken. Aber natürlich ist das Ziel von Rechtswissenschaft in erster Linie die Erzeugung von wissenschaftlichem Wissen, Generierung von Erkenntnis und nicht das primäre Ziel, den politischen Prozess zu beeinflussen und politisch Stellung zu nehmen. Ich wollte jetzt nur sagen, dass es unweigerlich auch vermischt ist, aber es ist ein bisschen lustig, wenn mir Activism vorgeworfen wird, weil mir früher immer vorgeworfen wurde, ich sei zu theoretisch. Ne? Also ich finde, dass es auch zur Verantwortung eines Wissenschaftlers und einer Wissenschaftlerin gehört, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen. Und natürlich ist es meine Wertungsfrage, was ich für gesellschaftlich wichtig halte. Und zum Beispiel jetzt die Fleischindustrie, die Fleischüberproduktion, der Fleischüberkonsum, das ist jetzt ein Thema, was ich für wichtig halte, vor dem Hintergrund von Klimaerwärmung, Massensterben, Fehlernährung, Tierleid und so weiter. Also die Wahl eines Forschungsthemas, da ist natürlich jeder Wissenschaftler und Wissenschaftlerin frei, aber meine persönliche Präferenz wäre, dass ich was machen will, was auch gesellschaftlich wichtig ist oder was ich für gesellschaftlich wichtig empfinde. Dann bei der Durchführung des Projekts würde ich für mich jedenfalls in Anspruch nehmen, dass die Methoden sehr wohl wissenschaftlichen Standards genügen und da haben wir Qualitätsmaßstäbe, die man einhalten sollte. Und natürlich gibt es auch schlechte Wissenschaft. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass man sich von den normativen Überzeugungen verleiten lässt, gewisse juristische Argumente zu überdehnen oder stark zu machen und andere weniger zu beachten. Die Gefahr besteht aber immer. Die besteht auch, wenn man, besteht eigentlich bei allen Themen, weil man ja schon auch eine Meinung dazu hat, was für ein juristisches Ergebnis man besser oder schlechter findet. Es wird ja sehr traditionell oft immer gesagt, ja, die Juristen müssen sich an der Lex Lata halten und dann muss man auch klar kennzeichnen, wenn man Vorschläge macht, die nur de lege ferenda sind, also die eigenen neuen Vorschläge. Das ist jetzt so ein bisschen, klingt so ein bisschen altbacken, aber im Prinzip ist schon das auch noch mit gemeint, wenn man jetzt von Überpolitisierung von rechtswissenschaftlicher Forschung, wenn man das kritisiert. Also mir ist wirklich aber ist das nicht ein Weg, auch umzugehen mit den Vorwürfen? Doch zum einen zu sagen, hier, das ist eine an der Lex Lata orientierte Interpretation oder das ist eben der Stand, den ich mit meinen Methoden ermittle, was die Lex Lata angeht. Aber ich denke aus, und dann muss man eben seinen normativen Standard darlegen, aus diesen Gründen sollte es de lege ferenda anders aussehen. Ja, klar. Aber in Wirklichkeit ist es oft nicht so einfach, weil, wie du ja weißt, wir bei der Ermittlung, was gilt jetzt als Recht, gibt es sehr oft einen riesigen Korridor,
von noch vertretbaren Argumenten. Und deswegen kannst du innerhalb der von dir als Lex Lata festgestellten Rechtslage, kannst du immer noch auf der einen Seite oder auf der anderen Seite stehen. Deswegen ist es letztlich nicht so klar, weil du ja auch durch deine Befassung mit der Materie, bist du zwar nicht direkt rechtserzeugend, aber du wirkst an einem Diskurs mit, der dann gleichzeitig auch mit das Recht so ein bisschen gestaltet. Also letztlich stimme ich dir zu, aber in der Durchführung ist es dann teilweise ein bisschen komplizierter. Aber lass mich dann nochmal insistieren auf die Frage, wie gehen wir jetzt mit den Anwürfen um, die aus einer populistischen Ecke kommen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der wir im Moment stehen, auch als Wissenschaftler stehen und auf die wir eine verdammt gute Antwort finden müssen, wenn wir am Ende eine freie Wissenschaft auch erhalten wollen. Ja. Also meine Meinung dazu ist, dass leider die jetzige populistische Vereinnahmung von gewissen Konzepten oder Schlagworten eine Gegenreaktion ist und teilweise wie die Kaperung von Erkenntnissen kritischer Wissenschaft. Ja? Natürlich, jede Wissenschaft muss kritisch sein, sonst wäre sie keine Wissenschaft. Aber es gab und gibt intellektuelle Strömungen, in der sehr stark darauf abgehoben wurde, dass letztlich Erkenntnis relativ ist, so wie auch kulturelle Auffassungen oder Moralauffassungen relativ sind, dass epistemische Gewalt ausgeübt wird, wenn eine wissenschaftliche Aussage gemacht wird, dass es sowieso unmöglich ist, für andere zu sprechen und die zu repräsentieren. Und diese eigentlich letztlich richtigen und wichtigen Erkenntnisse, die können aber ganz leicht sozusagen gehijackt werden. Dass es, wenn alles relativ ist, das heißt dann anything goes und das heißt aber auch, dass dann es auch eben keine zutreffenden wissenschaftlichen Aussagen mehr gibt, sondern alles beliebig ist, kommt nur auf den Standpunkt an, kommt nur auf die Interessen an. Es wird in Wirklichkeit, werden nur Machtinteressen verschleiert von irgendwelchen Sondergruppen. Und das ist tatsächlich jetzt von populistischen, autoritären und wissenschaftlichen Kreisen richtig missbraucht worden. Und dem muss man was entgegensetzen, indem man sagt, es gibt sehr wohl, jedenfalls vorläufig, richtiges wissenschaftliches Wissen, so lange, wie es durch neue Erkenntnisse überholt wurde. Und wissenschaftliches Wissen heißt nicht ein ewiger Wahrheitsanspruch, sondern eben nach der State of the Art die jetzige Erkenntnis. Und die muss man dann aber auch zugrunde legen. Und das ist nicht beliebig und nicht relativ. Und es gibt Erkenntnisse, die eben methodenkorrekt gefunden wurden und andere eben nicht. Ja, also die Methode ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt, denke ich auch, für die Aufrechterhaltung von Wissenschaftlichkeit. Wir bewegen uns in einer Zeit, in der das Völkerrecht, in der die internationale Ordnung sich erheblich verändert. Wir erleben, glaube ich, auch eine besondere Politisierung und Herausforderung von Rechtlichkeit, nicht nur international, sondern in zunehmendem Maße auch national. Das hat für uns ja auch verschiedene Konsequenzen. Und bevor wir vielleicht nochmal auch analytisch schauen, was eigentlich im Moment völkerrechtlich passiert, möchte ich die politische Frage nochmal vorlagern. Wie sollen wir auch als Völkerrechtler reagieren darauf, wenn wir den Eindruck haben, dass Völkerrecht in einem großen Umfang gebrochen wird? Wir haben ja jetzt im letzten halben Jahr beispielsweise einen Brief von 77 KollegInnen gehabt, die sich gegen bestimmte Völkerrechtsbrüche gewandt haben oder angekündigte Völkerrechtsbrüche. Es gibt immer wieder Resolutionen von Fachgesellschaften. Es gibt offene Briefe in großem Umfang und man hat zugleich den Eindruck, dass so viele Dinge sich ereignen, dass man quasi 14-tägig eine Resolution gegen eine entsetzliche Verletzung des Völkerrechts veröffentlichen könnte. Das hebt sich dann natürlich auch irgendwann auf. Wie sollen wir mit den massiven Herausforderungen, die wir auch für unser Thema, für unser Forschungsthema erleben, aus deiner Sicht umgehen?
Ja, du hast im Prinzip selbst schon eine Antwort gegeben. Man könnte 14-täglich so eine Resolution verabschieden und damit hebt sich das auch schon wieder auf. Also ich bin eigentlich kein Freund von solchen offenen Briefen, obwohl natürlich ein offener Brief, wenn da viele Personen und auch Personen, die sich wirklich auskennen mit Autorität unterzeichnen, dann hat das mehr Gewicht und Durchschlagskraft, Überzeugungskraft, als wenn ein Einzelner sich äußert. Andererseits sind diese offenen Briefe immer das Ergebnis von wahnsinnigen Kompromissen und Kämpfen, bis überhaupt da so ein unterzeichnungsfähiger Text produziert wird, der dann verwässert ist oder widersprüchlich ist. Den einen geht er nicht weit genug, den anderen geht er zu weit. Und nach meiner Erfahrung jetzt also ich unterzeichne eigentlich praktisch nie mehr sowas. Dann muss man aber die Konsequenz ziehen, dass man schon selber sich als Einzelperson öfter äußern sollte. Aber es ist, trotz allem sehe ich es nicht als meine primäre Aufgabe an, öffentlich Stellung zu nehmen, sondern am wissenschaftlichen Diskurs teilzunehmen und auf diese Weise indirekt vielleicht langfristig, mittelfristig den politischen Prozess zu beeinflussen. Aber natürlich, wenn ein gewisser Punkt des Skandals überschritten wird, dann besteht auch eine Verantwortung, sich direkt in den populären Medien zu äußern. Aber wo dieser Punkt liegt und wann der überschritten ist, das muss jeder auch mit seinem Gewissen abmachen. Ne? In meiner Wahrnehmung oder für mich, ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, dass für mich so ein Punkt erreicht ist, wo ich tatsächlich mehr in die Wissenschaftskommunikation gehe, als ich das früher gemacht habe. Zu Gaza speziell, oder? Nicht zu Gaza, sondern jetzt eher konkret zum Iran zum Beispiel, aber auch generell zur Stellung des Völkerrechts, zum Umgang des Völkerrechts in der deutschen Politik. Helmut Auß und ich hatten da ja eben auch diesen Beitrag geschrieben in der FAZ und eben, ja, wie gesagt, auch jetzt gerade zu den US-amerikanischen Schlägen gegen den Iran. Aber ich glaube, dass das eben wichtig ist, weil das Völkerrecht aus meiner Sichtweise an einer besonders kritischen Stelle ist, die so jedenfalls seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs meines Erachtens noch nicht eingetreten ist, im Hinblick darauf jedenfalls, was die Trump-Administration in besonderem Maße sieht. Es geht ja nicht mehr nur um Nichtbefolgung von Recht, sondern es geht ja um die komplette Negierung und Ignorierung von Recht. Du hast das selber beschrieben in deiner Vorlesung in Löwen, als du dort den Ehrendoktortitel verliehen bekommen hast, als die Time of Monsters nach Gramsci, die Zeit der Monster. Wie bewertest du die momentanen Herausforderungen? Geht es wirklich um den Kern des Rechts? Haben wir in 30 Jahren noch Rechtlichkeit als Steuerungsinstrument? Ja, das ist eine große Frage. Es ist ja immer sehr schwer zu beurteilen, wenn man gerade mittendrin steckt. Und wenn du sagst jetzt, für dich ist jetzt eine neuartige Situation seit dem Zweiten Weltkrieg, da hatten wir schon auch sehr große Zäsuren. 1989 mit Fall der Berliner Mauer, 9/11 mit den Terroranschlägen, Krieg gegen den Terror im Gefolge, massive Menschenrechtsverletzungen, 2003 Irakkrieg, völkerrechtswidrig, 2014 Überfall auf die Krim. Also es gab schon eine Reihe von Großereignissen. Aber jetzt kumuliert es sich, weil in kurzer Zeit, innerhalb von 3 Jahren, wirklich 3 massive Verletzungen passiert sind. Russischer Überfall auf die Ukraine, dann Hamas-Anschlag und Gaza-Krieg und drittens Trump-Administration mit, wie du sagst, völliger Negierung des Völkerrechts. Und diese 3 sehr schwerwiegenden Völkerrechtsbrüche oder Völkerrechtsleugnungen in kurzer Zeit und die Beeinflussung sämtlicher Gebiete des Völkerrechts, also von Krieg und Frieden über Wirtschaftsrecht, Menschenrechte, das ist schon sehr, sehr massiv, sodass man sagen könnte, dass das jetzt wahrscheinlich ein Einschnitt ist. Letztlich vollzieht aber das Völkerrecht ja teilweise nur die Verschiebung der globalen Machtverhältnisse nach oder begleitet die. Ne? Das ist einfach so, dass diese Blütezeit des Völkerrechts der 90er Jahre,
als die Sowjetunion und Satelliten zusammengekracht sind. Da ist einfach sehr, sehr viel im Völkerrecht passiert, sind sehr viele Institutionen gegründet worden, ganz viele neue Regime, Gerichte, Ratifikationen von Menschenrechtsverträgen und so. Und ich glaube, das ist die Zeit, in der wir beide sozialisiert sind. Und jetzt ist die Vorherrschaft der USA zusammengebrochen oder am Rückzug oder es verändert sich. Und dementsprechend oder damit einher gehen dann natürlich auch neue normative Forderungen von Akteuren, die jetzt aufsteigen, grob gesagt. Und deswegen, also einerseits darf man ja auch die, was du gesagt hast, Steuerungskraft des Rechts nicht überschätzen. Ne? Das Recht ist insbesondere das Völkerrecht ist sehr stark abhängig von den Machtverhältnissen, politische Macht, wirtschaftliche Macht, auch Softpower und folgt zum Teil. Ne? Aber natürlich würde ich als Juristin, als Rechtswissenschaftlerin nicht leugnen wollen, dass Recht, Normativität auch einen gewissen Selbststand hat und natürlich gerade auch kontrafaktisch wirken soll. Aber es ist in enger Abhängigkeit und Wechselwirkung. Und deswegen das ganze Chaos, was wir jetzt erleben und empfinden, hängt auch sehr stark mit mit der Machtverschiebung zusammen. Und es ist eine Veränderung der Ordnung und ich würde es auch gerne eben wirklich neutral bezeichnen als Veränderung oder Verschiebung und nicht als Erosion oder Decay, Dekadenz, Verfall und so weiter. Aber wenn es um den Kern von Rechtlichkeit geht, ist es nicht doch ein bisschen mehr als nur eine Verschiebung? Also nur mal Beispiele zu nehmen, China bringt bestimmte Interpretationen in die Menschenrechtsverträge hinein, in den Sicherheitsrat. Das würde ich auch als eine Verschiebung sehen, das ist legitim, dann muss man das aushandeln, so funktioniert Recht. Aber wenn sich Trump hinstellt und den Unterschied zwischen, und du hast das auch selber beschrieben, zwischen öffentlicher Herrschaft und privatem Besitz auflöst, wenn er von Gaza als Golfressort spricht, dann geht es ja an die Grundfesten unserer Konzeptionalisierung von öffentlicher Herrschaft und Politik. Ja. Und ist das nicht doch etwas, was einen Schritt zu einem Paradigmenwechsel bedeuten würde? Ja, hat es aber alles natürlich schon gegeben. Also diese Vermischung von staatlicher Zuständigkeit über Gebiet und Eigentum, das war im Völkerrecht bis Anfang des 20. Jahrhunderts alles noch in der Kolonialzeit, ja, überlappend und ist in England ist immer noch, glaube ich, das Land Eigentum der Krone. Also von daher ist vieles hat es schon gegeben, es kommt aber jetzt in neuem Gewand wieder. Und dadurch, dass der Kontext anders ist, hat es dann auch einen anderen Geschmack sozusagen. Also dass jetzt diese massive wieder Bilateralisierung, Privatisierung sozusagen, alles mit Deals und das vor dem Hintergrund globaler Lieferketten und insgesamt eines, könnte man sagen, entfesselten globalen Kapitalismus, das hat dann eben nochmal wieder eine andere Bedeutung. Ich glaube, dass der Angriff jetzt nicht nur, die Unterminierung, die betrifft nicht nur das Völkerrecht, sondern wie du auch sagst, Recht überhaupt. Denn diese ganzen Autokraten, Diktatoren und Grundstücksmakler, Herrscher, die wollen einfach gar keine Bindungen. Ist ja auch innerstaatliches Recht, wird ja auch zur Seite geschoben. Und ich hatte jetzt in dem Working Paper, was du angesprochen hast, da hatte ich herausgestellt, dass der Unterschied zwischen Putin in Bezug auf seine Aggression in der Ukraine und Trump darin besteht, dass Putin ja immerhin versucht, juristische, völkerrechtliche Argumente vorzubringen, um den Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen. Russland hat offiziell einen Brief an den Sicherheitsrat geschickt und hat darin dargelegt, dass es angegriffen wird von der NATO, dass es sich auf Selbstverteidigungsrecht beruft, auf Einladung durch die östlichen Republiken und außerdem die Menschenrechte von russischen Einwohnern in der Ukraine schützen muss. Und da wird die Sprache des Völkerrechts bemüht. Trump macht überhaupt keine völkerrechtlichen Argumente, handelt so in seinen Zollvorgaben, als ob das Völkerrecht überhaupt nicht existiert. WTO wird nicht erwähnt. Und das ist also die völliges, jemand hat mal gesagt, Auschecken aus dem Völkerrecht, also oder Ausschleichen aus dem Völkerrecht, hat Christian Marxen das in seinem Buch geschrieben. Das ist dann nochmal was anderes. Und da kann man sich natürlich drüber streiten, was ist eigentlich schlimmer? Dieser völlig zynische Missbrauch der Sprache des Rechts von Putin oder das komplette Ausschleichen. Ich würde sagen, beides ist schlimm.
weil damit zumindest die Funktion von Völkerrecht als Sprache der internationalen Beziehungen so pervertiert wird oder komplett aufgegeben wird, dass dann eben jegliche Einflussmöglichkeit oder wie man früher gesagt hat, Steuerungskraft verloren geht. Und dagegen, würde ich sagen, ist die Aufgabe der Wissenschaft, dass wir eben genau deshalb auf die völkerrechtlichen Aspekte hinweisen müssen. Denn wenn wir das nicht machen, wer soll es sonst machen? Ne? Dass wir das in den Diskurs, in den internationalen Diskurs immer wieder reinbringen müssen, dass hier völkerrechtliche Aspekte eine Rolle spielen, ohne jetzt zu behaupten, dass deswegen die Interessenlage oder Sachzwänge oder sowas keine Rolle spielen. Aber das Völkerrecht ist ja, let's face it, ist ja vielfach auch so breit, dass es tatsächlich sehr viel Spielraum lässt, sogar innerhalb des Völkerrechts sich noch konform zu bewegen. Also auf jeden Fall stimme ich dir vollkommen zu, dass wir die Klappe aufmachen müssen. Die Klappe aufmachen, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht noch mal einen Blick darauf, wie das auch für die Bundesrepublik als Akteur sich darstellt. Also auch die Frage überhaupt der Bundesrepublik, aber auch Europas in diesen Zerwürfnissen der internationalen Ordnung. Was sollte die Europäische Union tun? Was kann die Bundesrepublik tun, wenn sie Rechtlichkeit noch in irgendeiner Form auf der internationalen Ebene zur Geltung bringen will? Naja, vor allem, was ja eigentlich theoretisch recht einfach wäre, Völkerrechtsverletzungen anzusprechen und nicht einfach zu ignorieren oder zu sagen, die machen jetzt unsere Drecksarbeit. Wenn ein Staat wie Deutschland, der ja noch relativ mächtig ist, sich nicht traut, aus irgendwelchen Erwägungen heraus Rechtsverletzungen tatsächlich anzuprangern oder das kann man ja auch höflich ansprechen, auf den Rechtsmaßstab hinzuweisen, dann sieht es natürlich düster aus, weil die Äußerungen von Staaten bzw. das Schweigen von Staaten ja wiederum dazu beiträgt, die Rechtslage zu formen. Deswegen ist das sehr wichtig. Und der zweite wichtige Punkt ist, Double Standards so weit wie möglich zu vermeiden. Ich weiß noch, wir haben ja einmal diesen parlamentarischen Abend gehabt vor vielen Jahren, da haben wir schon über Double Standards gesprochen. Ja. Aber der Vorwurf von Double Standards, der ist jetzt omnipräsent und tatsächlich gibt es auch sehr viele Beispiele, warum jetzt zum Beispiel Putin strafverfolgt werden soll vor einem Sondertribunal, aber Probleme bestehen, wenn Netanyahu mit Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird. Der Vorwurf von Double Standards, der ist sehr oft berechtigt und deswegen muss man sich möglichst konsistent verhalten, weil das ja auch elementarer Bestandteil der internationalen Rule of Law ist. Aber natürlich wird der Vorwurf von Double Standards auch wiederum missbraucht und instrumentalisiert. Russland und China schreien immer Double Standards, selbst wenn der Vorwurf nicht gerechtfertigt ist. Aber in dem Moment, wo man sich selber nicht konsistent verhält, leistet man diesem Vorwurf, so strategisch und opportunistisch er auch vorgebracht wird, Vorschub und schwächt dadurch die Völkerrechtsordnung. Vielleicht schließen wir unser Gespräch mit einem Blick in die Zukunft. Es gibt ja immer so diese Standardfragen, die nutze ich jetzt auch. Wo siehst du das Völkerrecht in 10 Jahren? Ich glaube, dass das Völkerrecht es wird sich verändern. Die Stimmen und Anliegen von Staaten des, pauschal gesagt, globalen Südens werden eine größere Rolle spielen müssen. Und das wird auch so kommen, denke ich. Ich glaube, dass diese Phase der Krise und der Rechtsleugnung, dass das Völkerrecht daraus möglicherweise sogar gestärkt hervorgehen wird. Denn bisher war es leider immer so, dass das erstmal so richtig knallen musste, bis Fortschritt passiert ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Vereinten Nationen gegründet. Nach den bosnischen Konzentrations- und Vergewaltigungslagern wurde das Jugoslawien-Tribunal errichtet. Und das hat dann zum Internationalen Strafgerichtshof geführt. So könnte man noch mehrere Beispiele bringen. Das ist shocking, dass erstmal so viel passieren muss, bis sich was ändert. Aber das scheint so das Muster zu sein. Ich hoffe nur, dass die ökologische Krise, die planetarische Krise, die ja eigentlich letztlich die wichtigste überhaupt ist,
Erwärmung, Massensterben, jeden Tag sterben Arten, die sind unwiederbringlich, und natürlich die massive Verschmutzung. Da könnte es nämlich sein, dass das nicht mehr reparabel ist. Und dann kommt das Völkerrecht, das Umweltvölkerrecht, das Klimavölkerrecht, was sich also nur im Schneckentempo und sehr, sehr schwach entwickelt, könnte dann zu spät kommen. Na, lass uns das Gespräch mit der Hoffnung beenden, dass es dieses Mal mit der Krise nicht so schlimm wird wie in den historischen Beispielen, die du genannt hast, aber the times are grim. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke, Heike.